sonnigen Australien. Ja, ich muss heute mehrere Stopps machen. Der erste davon ist Woolworth, da meine Ressourcen aufgebraucht sind und ich wieder was zum Futtern brauche. Deswegen fix rein hier und schauen, was so abgeht. Nehmen wir mal die Sonnenbrille ab, hier ist nicht sonnig drin und den Hut auch. Mal gucken. Ich will heute auch mal fragen, ob ich die vielleicht hier einen Job haben für mich. Mal schauen. Ja, sieht auch wieder recht voll aus. Da habe ich zweimal ein Mittagessen gekauft zum Aufwärmen. Brauche ich selber nicht kochen. Eine große Packung Käse. Und hier, das ist ganz geil. Da kauft man 2, spart man $1. Ja. Einmal draußen in der Hitze. Schon ist man, wenn man wieder rauskommt aus der Hitze, schon gleich wieder Wasserfall hier auf der Fratze. Ja, Leute. Step Nummer 1 ist getan. Jetzt wieder in der Basis. Step Nummer 2 folgt. Das wäre nämlich ein bisschen weiter außerhalb. Da müsste ich wieder mit dem Zug fahren. Und zwar Richtung, Name vergessen der Stadt, der City des Dörfleins. Allerdings steht dort eventuell mein Wagen. Also mal anschauen, mal abchecken. Ich werde jetzt hier erstmal noch eine Stunde chillen. Frühstücken ist heute noch gar nicht gemacht. Bin einfach ohne los. Danach geht es dann Richtung Brandenburg zum Dorf und dann Auto abchecken. Hey Leute, ich hab's überdacht. Ich hatte jetzt ein paar Stunden, seitdem ich einkaufen war. Habe ein bisschen rumgechillt, noch ein bisschen auf Gumtree geguckt und habe mir überlegt, es wäre ein bisschen dumm, sich ein Auto zu kaufen, bevor man überhaupt Einkommen hat. Allerdings habe ich ein Jobangebot, nicht ein Jobangebot, sondern eine Bewerbung für einen Job als Bäcker oder Bäckergehilfe für nächste Woche Dienstag. So, das ist schon mal was sehr Gutes. Es ist schon mal was Handfestes. Ein Termin, wo man sich vorstellen kann, wo man wirklich tatsächlich da ist, wo man wirklich auch schon mal Hand anlegen kann, zum Beispiel als, hier, ich kann was hochheben und so. Ja, das habe ich heute mal angerufen, ich habe den vorher geschrieben. Chris heißt er, Bäckerei. Heute habe ich mal alle zurückgerufen, auch den Taco-Anzug-Typen. Und ja, hat sich bisher keiner zurückgemeldet, außer der Bäcker-Typ, der Chris. Und das hört sich schon so nach was sehr Geiles an. So Bäckerei wäre halt auch etwas, was man so vielleicht in Deutschland wieder machen könnte. Oder halt die Bäckerei kann jeder gebrauchen. Ein Bäcker. So habe ich mir gedacht, das wäre wirklich ein guter Start. Wäre Tagesjob, 5-mal die Woche aber kein Wochenendarbeit. Das bei Bäckerei, krass. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Auto habe ich jetzt abgesagt. Wie gesagt, wäre vielleicht eine dumme Sache, das zu machen, bevor ich Einkommen habe. So, das alles von meinem deutschen Geld, das wisst ihr ja bereits. Hatte ich eh nicht vor. Und ich kriege auch nur Zustimmung bei dieser Sache. Ohne Einkommen, kein Auto. Mache ich mir eine Schulden irgendwann und das will ich halt auch nicht. Also lassen wir das mal sein. Dafür steht aber heute trotzdem noch was Geiles an. Das wäre jetzt Step Nummer 2 gewesen für heute. Das habe ich jetzt gecancelt. Dafür mache ich auf jeden Fall heute noch ein bisschen was draußen. So ein bisschen Fahrrad fahren, schauen, Gegend erkunden. Dann geht's heute Abend nochmal zum Barbecue. Zu South Bank. Ist auch mitten in der Stadt. Habe ich mich verabredet. Hey, Schnauze. Habe ich mich verabredet mit einer deutschen Gruppe aus Facebook. Die Sabine aus Facebook. Genau, mit der treffe ich mich heute. Und da schauen wir mal, ob wir eine gute Gruppe zusammenkriegen, um ein bisschen zu quatschen. So, werden wir bestimmt auch nicht alleine sein. So wird das heute bestimmt eine richtig coole Zusammensitzaktion mit ein paar Bierchen. Und ja, das stelle ich mir ganz nice vor. Hier ein paar Leute kennenlernen, deren
Pläne abchecken. Vielleicht kann man ja irgendwie auch sich zusammentun und dann was zusammen machen. Oder vielleicht haben welche auch noch Job und suchen jemanden. Und wissen nicht, was steht alles noch in den Sternen. Das werden wir sehen. Alles klar. Für mich in der Zukunft, für euch jetzt gleich. Peace out. Step Nummer 3 des heutigen Tages und den besten Step des Tages, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt geht's in den Zentrum, das erste Mal. Zentrum Brisbane, Richtung Southbank. Und dort treffe ich dann ein paar andere Backpacker. Ich hoffe ein bisschen mehr als ein paar andere, aber auf jeden Fall jemanden, den ich aus Facebook kennengelernt habe, mit der ich jetzt auch schon 2 Tage, 1,5 jetzt am Schreiben war. Hätten uns auch fast gestern, jetzt bing bing, hätten uns fast gestern getroffen, aber da war ich total platt. Das ging nicht. Heute geht's. Heute bin ich voller Energie. Wird gerade ein bisschen stürmisch. Allerdings gehe ich ja trotzdem in die Zentrum, ob wir uns treffen oder nicht. Ich hoffe schon. Ansonsten wird es halt einfach ein bisschen rumlaufen und ein paar Hostels abchecken. Mir wurde was gesteckt, dass man dort so ein paar Ecken hat, wo es Zeug für umsonst gibt. Und es gibt wohl geile Restaurants, die recht billig sind und gut sind. Domino's werde ich mir irgendwann mal die Tage gönnen. Soll eine Pizza nur 5 bis 6 Dollar kosten. Das ist mega entspannt. Auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Machen wir heute vielleicht. Ich habe jetzt kein Mittag gegessen, das mache ich unterwegs. Also irgendwas werde ich außer Haus mal essen gehen. Genau. Jetzt nicht das erste Mal, aber also hier das erste Mal in Brisbane, was ich außerhalb was bestelle. Genau. Gut, ihr Leute. Dann sehen wir uns, wenn ich in Southbank ankomme. Habe ich mich jetzt entschieden, zum Domino's zu gehen und mir eine schöne Pizza reinzuzecken. Sollte auch gleich da sein. Ihr dürft dabei sein, wie ich die mir abhole und schön bezahle. Schön weiter Weg auf jeden Fall bis hierhin. Ja, alles zu Fuß. Man muss ja auch fit bleiben, ne? Meine Wampe abtrainieren. So, Undercover-Modus. I ordered garlic chicken pizza from the name Kevin. Yeah, $5.99 please. How much? $5.99 please. 99. $7. $1. Thanks, mate. Thank you. See you next time. Yeah. So, Pizza ist am Start. Jetzt erstmal ein gemütliches Plätzchen suchen, um die zu verspeisen. Ne, Leute? Und danach irgendwann treffe ich dann auch die Kollegen, die Deutschen oder Nicht-Deutschen. Werden wir schon sehen. Alles klar. Pizza Time. Hallo, meine Freunde. Es ist jetzt schon ein paar Stunden vergangen hier und ich habe tatsächlich so ein paar Bierchen getrunken, 5 Bier um genau zu sein, und habe ein paar super geile Leute kennengelernt.
Facebook-Gruppen zu organisieren und so alles. Lohnt sich dann doch. Also die Geschichte war richtig lustig. Und zwar habe ich auf ein paar Deutsche gewartet vor dem Brisbane Sign. Dort habe ich dann dort hat mich dann ein Inder angequatscht. Der meinte so, hey, so what you doing? Und ich meinte so, I'm waiting on Germans, we want to meet up. Und so hat sich das ergeben und dann meinte ich so, ey, komm doch einfach mit. Wir wollen schwimmen gehen. Und er meinte so, oh, ich habe keine Badeklamotten, warte mal kurz hier, ich gehe mir schnell welche kaufen. Ich meinte so, ey, ich habe Badeklamotten dabei, mach dir keinen Kummer, kriegst meine Badehose. Und er meinte so, oh ja, cool, machen wir so. Und so haben wir dann halt ein paar Leute zusammengekriegt. Zuerst waren wir dann 3 Leute, dann kam eine 4. Person dazu. Dann hat sich die 4. Person abgemeldet, dann waren wir nur zu dritt, dann kam wieder eine 4. Person dazu. Und worauf ich hinaus wollte, ich habe wirklich echt geile Leute kennengelernt, die halt wirklich jedes Wochenende was machen. Und Sabine ist mega korrekt gewesen. Ich habe den Inder Sai kennengelernt, Lina kennengelernt, wirklich wie mega korrekte Leute, wirklich. Also wenn man hier in Brisbane Leute kennenlernen will, dann macht euch WhatsApp die Brisbane Connection klar. Das macht wirklich Sinn. Ich pack die Brisbane Connection in die Beschreibung unten rein. So, dann könnt ihr immer reingehen und mit den Leuten quatschen, wenn irgendetwas ist, was mit Brisbane zu tun hat. Wirklich, das sind einfach geile Leute. Manche arbeiten da schon, manche haben Connection. Und meine Sache war, ich wollte halt einfach mal einen Abend Zeit verbringen, weil ich halt einfach sonst nichts zu tun habe. Und jetzt habe ich einfach für den ganzen Abend, sagen wir mal, $16 ausgegeben. Und habe wirklich echt den ganzen Abend genossen. Wirklich, das war so geil. Und ich habe so viel Erfahrung machen können. So viele Erfahrungen. Sabine ist wirklich, die lebt hier schon seit Jahren, hat einen australischen Freund und hat einfach die Erfahrung. So. Und das wirklich, Leute, macht das. Kommt nach Brisbane, habt die Connection. Und vielleicht bin ich sogar schon noch da. Und dann kann ich euch alles beibringen. Macht einfach die Connection klar. Ich bin auch in der Gruppe drin. Schreibt rein, hey, ich bin gerade angekommen. Let's go. Und ey, das war die Folge für heute. Und ey, das war ein geiler Tag. Ich habe zwar so in der Mitte des Tages so ein bisschen war ich müde und soll ich überhaupt noch hingehen? Und dann hat sich das alles mehr als gelohnt. Ich habe 3 Leute kennengelernt, die einfach wunderbar sind. Wirklich, einfach wunderbar. Lovely, lovely. Ja, und jetzt geht's heim und ich will nur sagen, habt eine geile Zeit hier, wenn ihr hierher kommt und alle anderen, ich grüße euch vom Herzen, mir geht's gut und ich liebe die Zeit hier, die ich bisher hier verbracht habe. Das ist einfach nur geil. Wirklich. Also, macht das Beste draus. Und ich sag Tschüss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.